du Bist du... Was ein... Kennst du dich keine Verkehrsregeln oder was? Ganz schön dreist. Die halten sich an gar keine Regeln, gell? Nehmen sich einfach alles raus. Nehmen sie sich bewusst mehr raus, weil sie vielleicht am Ende auch mehr für die Umwelt tun, nachhaltiger unterwegs sind? Sind sie am Ende sogar die besseren Menschen? Also mein Gefühl ist, vielen Radfahrern ist es egal. Die fahren einfach, wie sie Bock haben. Aber ist das nur mein Gefühl oder liege ich damit vielleicht sogar richtig? Ich will mir das an dieser Kreuzung jetzt mal eine Weile anschauen und spreche später auch noch mal mit einem Verkehrspolizisten. An einer Kreuzung in Frankfurt positionieren wir die Kameras. Die Verkehrspolizei ist mit 3 Kollegen nicht zu übersehen. Ich bin ja mal gespannt, wie viele hier tatsächlich über die Ampel fahren, obwohl die Verkehrspolizisten da sind. Das ist ja schon eine andere Art von Dreistigkeit dann. Aber mal gucken. Also aktuell warten noch alle ganz brav, wenn die Polizisten da stehen. Dann aber werden die ersten 3 angehalten, die sich selbst von Polizisten neben der Ampel nicht abschrecken lassen, die Verkehrsregeln individuell auszulegen. Ach, es ist halt einfach dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Ja. Falsches Timing, meinst du? Total falsches Timing. Ja, ich meine, die Straße war frei. Ja. Er ist auf Rot gesprungen, ich habe links und rechts geschaut, ne? Und dann war kein Auto da. Dann hast du gedacht, okay, komm, schnell nochmal. Fährst du rüber und dann sehe ich schon die Polizisten, da habe ich schon gebremst gehabt. Okay. Macht man als Fahrradfahrer so, dass man einfach guckt, so, okay, ist keiner da und dann nimmt man es eher als Empfehlung so? Wenn Kinder da sind, mache ich es nicht. Aber ich denke, ich schaue mich gut um. Ich habe, klar, ich hatte jetzt einen Kopfhörer im Ohr, aber ich höre den Straßenverkehr. Ja, und solange du das Gefühl hast, keinen zu gefährden im Straßenverkehr? Ich habe ein Fahrrad, was funktioniert und ich habe keine Sorge, dass was passiert in dem Fall. Ja. Sowohl dir als auch den anderen nicht? Ja. Okay. Also ich fahre nicht unvorsichtig, würde ich behaupten. Okay. Ja, vielen Dank. Gerne. Ciao. Viel Erfolg. Ciao. Danke. Übrigens geht es bei solchen Kontrollen um Prävention und nicht darum, Radfahrende zu schikanieren. Laut Unfallstatistik 2020 war fast jeder zweite unfallbeteiligte Radfahrer auch Hauptverursacher des Unfalls. Und bei Unfällen zwischen Radfahrern und Fußgängern waren die Radfahrer in über der Hälfte der Fälle schuld. Auch diese Zahlen weisen für mich nicht darauf hin, dass Radfahrer die besseren Menschen sind. Wobei nur 3 Verkehrssünder innerhalb einer Stunde? Bevor ich mit den Radfahrenden ins Gespräch komme, will ich von Verkehrspolizist Deckert wissen, war das jetzt typisch? Genaue Zahlen kann ich Ihnen nicht, aber die 3, die wir jetzt hatten, ist nicht viel. Aber doppelt so viel, 3-mal so viel? Ja. So, also schon locker so 10, so alle 10 Minuten, alle 6 Minuten einer? Garantiert, ja. So? Oder eine? Das kommt schon eher hin. Was kostet so ein Verstoß für Radfahrer? Es kann teuer werden, aber wie teuer? Wer es gewohnt war, die Verkehrsregeln als Radfahrer etwas freier auszulegen, wird spätestens nach dem neuen Bußgeldkatalog umdenken müssen. Vor allem Geisterradeln ist eine der Hauptursachen für Unfälle mit Radfahrern. Ob auf der Straße oder dem Radweg, das spielt in dem Fall keine Rolle. Wer in unzulässiger Richtung im Verkehr fährt, muss daher Strafe zahlen. Allerdings fällt die trotz großer Unfallgefahr noch glimpflich aus. Nur 20 € legt man für das Geisterradeln hin. Teurer dagegen wird es beim Radeln auf dem Gehweg. Vor allem bei fehlendem Radweg weichen viele Radfahrer auf den Gehweg aus, weil oft von PKWs der gesetzliche Überholabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Trotzdem bekommt der Radfahrer die Strafe wegen Behinderung und Gefährdung von Fußgängern. Hier verlangt die Verkehrspolizei 55 €. Auch die Missachtung des Rotlichts ist kein Schnäppchen. Fahren über eine rote Ampel kostet nicht nur 60 €, sondern beschert noch zusätzlich einen Punkt in Flensburg. Ist die Ampel länger als eine Sekunde rot, ist man sogar mit 100 € und einem Punkt dabei. Gefährdungen, wie zum Beispiel von Fußgängern, werden zusätzlich geahndet. Eine rote Ampel zu umfahren schützt übrigens vor Strafe nicht. Vorsicht am Fußgängerüberweg. Wer mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen fährt, trägt die volle Schuld bei Personen- oder Sachschäden.
20 € Verwarnungsgeld gibt's, wenn ein Radfahrer vorschriftswidrig das Vorrecht für Fußgänger beansprucht und den Verkehr auf der Straße behindert. Richtig teuer wird's am geschlossenen Bahnübergang. Überqueren Radfahrende einen Bahnübergang, obwohl die Halbschranke geschlossen ist, müssen sie richtig in die Tasche greifen. Bei einem Verstoß liegt das Bußgeld bei 350 €. Zusätzlich werden 2 Punkte in Flensburg eingetragen. Der neue Bußgeldkatalog macht klar, Radfahrer haben nicht mehr Freiheiten im Straßenverkehr als Autofahrer, auch wenn mancher das anscheinend anders sieht. Wow, das kann also ganz schön teuer werden. Eine Kreuzung weiter und ohne die Verkehrspolizisten beobachten wir viel mehr Radfahrer, die sich nicht an die Regeln halten. Warum machen sie das? Sie sind jetzt sehr vorbildlich, Sie halten an einer roten Ampel. Machen Sie das grundsätzlich immer als Radfahrerin? Seit kürzerer Zeit, ja. Warum seit kürzerer Zeit erst? Weil meine Tochter bei der Polizei ist und mir erzählt hat, was das kostet. Ich ganz kurz was fragen. Was denn? Du hast gerade eben da vorne so ganz kurz die Ampel mitgenommen, die rote. Hab ich das? Ich glaube ja, wenn ich es richtig Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Das ist schon so lange her. Ja, ja. Wir sind gerade auf der Suche nach der Frage, ob Radfahrer grundsätzlich bessere Menschen sind. Nee, das sind wir nicht. Das seid ihr nicht? Nee. Warum? Oft sind Fahrradfahrer ja so die eher sogar wilder fahren als Autofahrer, ne? Weil sie denken, sie können es. Ist es okay, dass sich Radfahrer vielleicht so ein bisschen die Verkehrsregeln flexibel auslegen, sage ich jetzt mal? Nein, sollten sie nicht. Sollten sie nicht? Nein. Und warum machst du es zum Beispiel? Ja, weil manchmal, wenn die Straße frei ist, dann denke ich mir, ja, husch ich noch schnell drüber. Und kein schlechtes Gewissen dabei? Bis jetzt ist alles gut gegangen. Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln? Ja, Ja? weil ich auch Autofahrerin bin Okay. Und ich weiß, dass es schnell gefährlich werden kann. Als Fahrradfahrer ist man halt nicht so geschützt im Vergleich jetzt zu einem Autofahrer. Von daher würde ich sagen, im Zweifelsfall lieber anhalten. Also, so sehr ich mich auch über die RadfahrerInnen aufrege, ein bisschen kann ich sie ja auch verstehen. Ich meine, sie müssen auch schauen, wo sie bleiben. Und es wird ja auch immer mehr Verkehr. Vielleicht braucht es einfach bessere Radwege. So wie diesen hier. Aber nicht jeder findet das toll. Einer spricht sogar vom Radwahnsinn. Warum? Dazu muss man wissen, Michael Haberland ist vom Autoclub Mobil, macht Lobbyarbeit für die Autofahrer. Mein Name ist Simon. Mike. Mike. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Was hast du gegen mehr Radwege? Eigentlich gar nichts. Ich finde Radwege sehr sinnvoll, weil das Fahrrad ist ein wunderschönes Verkehrsmittel. Ja. Und jede Stadt hat es auch verdient, Radwege zu bauen. Aber was nicht geht oder auch nicht funktioniert, ganz einfach, sieht man in jeder großen Stadt, immer jemandem etwas zu nehmen und dem anderen zu geben. Liegt es nicht vielleicht daran, dass die Radfahrer in der Vergangenheit einfach benachteiligt wurden und dieses Bevorzugen, was jetzt stattfindet, vielleicht einfach nur ein Angleichen ist? Also ich sehe keine Bevorzugung von Autofahrern in Städten der letzten Jahre. Meine Heimatstadt München beispielsweise und Frankfurt ist da nicht anders. Da wird den Autofahrern eigentlich schon seit Jahrzehnten immer nur genommen und nichts wieder zurückgegeben. Was dazu führt, dass der Stau, und das zeigen übrigens internationale Statistiken, immer mehr wird. Ich habe heute für ein paar Kilometer mit dem Taxi eine halbe Stunde gebraucht. Und das ging früher schneller. Aber dann hätten die das Fahrrad nehmen können zum Beispiel. Hätten Sie mir eins zur Verfügung gestellt, gleich von Anfang an, hätte ich es wahrscheinlich genommen. Jetzt hier an dieser Kreuzung sind diese Radwege jetzt neu gemacht worden. Ja. Okay, da sind den Autofahrern was weggenommen worden, aber vorher gab es gar nichts für die Fahrradfahrer. Also die sind teilweise ja auf die Mitte auf die Straße gekommen und waren dann mitten im Straßenverkehr drin. Ein bestimmter Verkehrsraum steht einfach zur Verfügung und der muss eben umgeplant werden und der muss effizient wie möglich gemacht werden. Viel Verkehr unter die Erde, das ist zum Beispiel unser Credo. Ja? U-Bahn, S-Bahn natürlich unter der Erde, öffentlicher Nahverkehr muss unter die Erde. Ja? Aber natürlich kann man auch Autoverkehr unter die Erde bringen. Aber Mobilität wegzunehmen, indem man sagt, man sperrt alle Autos raus aus der Stadt, wird nicht funktionieren. Innenstädte werden sterben ohne Automobilverkehr, weil eben 60% des Verkehrs durch das Auto stattfindet.
Aber vielleicht, weil für die Radfahrer weniger Raum da ist. Und Mobilität wegnehmen, haben Sie jetzt gemeint. Je mehr Radwege sind, so mehr Mobilität durch Fahrräder kommt ja vielleicht in die Stadt. Jetzt bist du jung und fährst wahrscheinlich gerne Fahrrad und so. Ich fahre auch noch gerne Fahrrad, allerdings nicht so gerne in Städten. Aber viele Menschen haben einfach nicht die Möglichkeit. Was erzählst du denn der Mutter mit 3 Kindern, die ihre Kinder in der Früh schnell mit dem Fahrrad dann wegbringen soll? Ding der Unmöglichkeit. Was erzählt man Senioren mit 70 aufwärts, und davon gibt es ganz viele, die einfach völlig immobil sind und kein Fahrrad mehr nutzen können und so. Gerade im Winter beispielsweise. Auch andere Arbeitnehmer, die im Sommer gerne Fahrrad fahren, man ist ja immer beides, ja. Sommer gerne Fahrrad fahren, aber im Winter niemals auf das Fahrrad steigen würden. In dieser Kombination, jeder ist halt vieles. Jeder nutzt auch viele Verkehrsträger und Verkehrsmittel. Und dementsprechend muss man es auch eben so gestalten. Aber sind Radfahrer nicht die besseren Menschen, weil sie, wie gesagt, was für ihre eigene Gesundheit tun, für die Umwelt tun, und sollte man denen nicht auch mehr Raum geben? Auf die Frage habe ich ja gewartet. Es ist tatsächlich so, dass einige das meinen. Es wird auch befeuert, aber in Wirklichkeit ist es natürlich nicht. Es gibt keine besseren Menschen dadurch, dass man Rad fährt oder Auto fährt, sondern man nutzt dieses Verkehrsmittel, das am besten zu seinem eigenen Leben auch passt. Heißt ja nicht, dass Fahrradwege grundsätzlich falsch sind, sollen auch da sein, aber nur gebaut zu werden, um als ideologisches Druckmittel einfach sie zu bauen und dann umzusetzen, um die Autofahrer in den Stau zu zwingen. Das ist übrigens tatsächlich erklärte Politik vieler Städte. Uns geht es gar nicht um die Fahrradfahrer, wir wollen die Autofahrer in den Stau zwingen. Interessante und provokante These, die Sie aufstellen. Sagen übrigens auch viele Politiker. Was erzählen Sie in der ländlichen Bevölkerung, dass sie auf ihr Auto verzichten können? Sie haben gar keine Chance auf dem Land oft, den öffentlichen Verkehr, weil es keinen gibt, zu nutzen oder das Fahrrad zu nutzen. Das sind die Strecken viel zu groß. Ganz überzeugt bin ich noch nicht, aber vielleicht muss sich der Gedanke auch noch ein bisschen setzen. Zu der Frage, wie das gehen soll ohne Auto auf dem Land, werde ich später noch kommen. Zunächst will ich wissen, sind diejenigen, die mehr Radwege fordern, selbstgerechte Ideologen mit Öko-Gepose, die die Autos verdrängen wollen? In Hanau bin ich mit Anja Zeller verabredet. Auch sie macht Lobbyarbeit für eine ökologische Verkehrswende. Muss ich mich als Autofahrer jetzt schlecht fühlen, wenn ich Auto fahre immer noch? Nicht bei uns beim VCD, weil wir sind für alle Verkehrsmittel offen. Okay. Aber wir wollen Flächengerechtigkeit und Gerechtigkeit auf der Straße. Also, dass alle Verkehrsmittel zu ihrem Recht kommen. Wie soll das funktionieren? Oder wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ja, guck mal hier, alles voller Geparkten Autos, genau. ja. Aber Fahrradfahrer hätten ja auch noch Platz. Ja, momentan haben wir Platz, aber vorhin war schon ein bisschen mehr los. Und wenn jetzt noch die Schüler kommen oder vom Markt die Leute mit dem Fahrrad und dann noch die Lieferverkehre, dann wird es ganz schön eng und auch gefährlich. Wie ist der Plan? Also der Plan ist weniger Autos und nicht unbedingt das eigene Auto vor der Tür parken zu wollen. Also viele Menschen haben ja 2, 3, 4 Autos, gerade auf dem Land und auch bei uns in Hanau schon. Und wir denken, Autos ja, sind gut in manchen Gelegenheiten, aber es braucht nicht jeder einen Parkplatz vor der Tür und es braucht nicht jeder ein eigenes Auto. So ein Auto ist natürlich auch schon praktisch, ne? Also wenn man Für was denn? wenn man eine große Familie hat zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal Möbel einkaufen gehe, das funktioniert mit dem Fahrrad. Wie oft gehst du Möbel einkaufen? Ja, nicht so oft, aber größere Einkäufe oder wenn man dann... Weil die noch berühmte jemanden- Waschmaschine, die wird ja immer ins Feld geführt, in jeder Diskussion. Aber die kann man sich erstens liefern lassen. Das ist ja jetzt auch alles weitergegangen, auch dank Corona. Dass man, wenn man was Größeres hat oder Schweres hat, dann kann man es sich auch liefern lassen von den Einzelhändlern oder von Supermärkten. Vielleicht muss man sich ein bisschen umorganisieren. Vielleicht muss man wegkommen von einem Einkauf am Samstag oder alles an einem Tag. Und sind jetzt Radfahrer die besseren Menschen am Ende? Also zumindest tun wir aktiv was für unsere Gesundheit und wir sind leise, wir brauchen nicht viel Platz, wir sind immer an der frischen Luft. Wir tun viel Gutes, nicht nur für uns persönlich, sondern auch für die Gesellschaft. Und nimmst du dann auch ein bisschen mehr raus dann? Manchmal ja, immer weniger natürlich, weil ich natürlich weiß, was alles passieren kann. Deswegen bin ich vorsichtig geworden, auf jeden Fall. Und was mit roten Ampeln? Da stehe ich natürlich. Und schiebst drüber? Schieben ist nichts für Radfahrer. Schieben ist nichts für Radfahrer? Nee. Okay, dann also wenn ich das Schild sehe, Radfahrer absteigen, dann habe ich schlechte Laune. Ist das jetzt nur das Fahrradfahren oder wie fliegst du zum Beispiel auch mal gerne in Urlaub oder achtest du auch beim Einkaufen mal auf Nachhaltigkeit oder ist es tatsächlich auf das Fahrrad beschränkt? Nee, ich fliege ab und zu gerne in Urlaub oder gehe auf Reisen, auch mit dem Flugzeug. Aber wie gesagt, ich habe noch nie ein Auto besessen. Und ich kaufe möglichst regional und saisonal ein. Also man kann ja jetzt Fahrrad fahren, so über Jahre hinweg.
und dann sagen, okay, man hat was für die Umwelt getan. Aber dann fliegt man einmal über Übersee oder nach Thailand oder sonst irgendwo hin und dann sieht es mit dem ökologischen Fußabdruck schon nicht mehr ganz so gut aus. Ja, das ist so meine persönliche Sünde, sage ich mal. Das gönne ich mir. Also ich reise gern, ich lerne gern andere Länder kennen und da nehme ich auch mal das Flugzeug, wenn es das Beste ist, wenn es ein Direktflug ist. Kommt halt immer drauf an, wohin. Und dann kann ich ja dort wieder Fahrrad fahren oder Bus fahren oder Carsharing nutzen. So ganz, ganz... Ja gut, man muss ja nicht 100%ig sein. Jeder tut seinen Beitrag leisten und Natürlich. wenn alle ein bisschen was machen. Aber das heißt, okay, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde nur Auto fahren und auf Fahrrad komplett verzichten, könnten wir trotzdem mal zusammen Mittagessen oder hättest du dann Ja, so schon starke Bedenken? Wenn du es gut begründest. Aber dir würde ja auch viel fehlen, würde ich sagen. Also Fahrradfahren macht ja auch sehr viel Spaß einfach. Also ich mache es ja nicht aus Vernunftsgründen, sondern der erste Grund ist natürlich, weil es mir gut tut, weil es mir Spaß macht, weil es ein Wohlgefühl ist. Dann ist der erste Gedanke gar nicht der ökologische, nachhaltige, Nein. sondern tatsächlich der Also wenn du mich private. privat Ja, genau. fragst, Also genau. jetzt dich tatsächlich einfach der Spaßfaktor. Also ich bin so aufgewachsen mit dem Angebot und ich habe das angenommen. Wir mussten bei Wind und Wetter zur Schule radeln und das ist aber bei mir geblieben. Also das hat mich nicht abgeschreckt, jetzt wo ich mir vielleicht ein Auto leisten könnte, sondern das ist weiter so geblieben. Dass Das ist interessant, weil Ja. ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die genau das gleiche Argument fürs Autofahren nutzen würden. Genau, deswegen muss man ganz früh anfangen, dass alle eine Auswahl haben und die Kinder aufs Rad zu bringen. Das ist der erste Schritt. Vielleicht hat Anja Zeller recht. Wir können alle was tun, auch wenn wir nicht in allen Dingen konsequent sein können. Vielleicht müssen wir doch öfter manche Gewohnheiten hinterfragen. Beispielsweise, welchen Sinn es macht, mit einem Zweitonner in die Innenstadt zu fahren. Und man muss ehrlich gestehen, in die Innenstadt mit dem Auto zu kommen, macht heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich viel Sinn, oder? Deswegen frage ich mal die Autofahrer hier vorm Parkhaus, warum sie sich eigentlich noch trauen, mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen. Du gehst jetzt gerade ins Parkhaus, oder? Ja. Warum bist du mit dem Auto unterwegs in der Innenstadt? In der Innenstadt, das ist eine gute Frage, aber Ja? ich bin von der Arbeit, hat's eilig und muss jetzt schnell wieder zum Job und Okay. deswegen, ja. Aber wärst du mit dem Fahrrad nicht schneller unterwegs gewesen? Ich wohne in Eschborn, also da wäre ich tatsächlich nicht schneller, aber du hast schon recht, mit der Bahn wäre ich schon klüger eigentlich. Das wär schon. Ja. Weil ich zu spät bin, deshalb. Aber wäre es dann vielleicht nicht besser gewesen, mit dem Fahrrad zu kommen? Hinter Gelnhausen 60 Kilometer. Sonst hätte ich es gemacht, wirklich. Sind Radfahrer die besseren Menschen? Natürlich. Warum sind Sie mit dem Auto in die Innenstadt gekommen? Wir haben hier an einer Konferenz teilgenommen. Ah, okay. Ja, zu dritt. Würden Sie trotzdem auch sonst in die Innenstadt mit dem Auto fahren? Wir hatten es uns überlegt, als wir im Auto saßen, weil wir hatten einen schönen Stau, mehrere Kilometer, von daher beim nächsten Mal vielleicht anders. Warum ich mit dem Auto in die Ja. Stadt gekommen bin? Weil ich aus Wiesbaden komme. Okay. Das wäre schlecht, ein bisschen zu Fuß. Oder gut, es wäre auch mit der S-Bahn gegangen, aber Oder mit dem Rad, S-Bahn und genau. Rad vielleicht. Genau. Wie machen Sie es denn in Wiesbaden, wenn Sie jetzt nicht gerade nach Frankfurt reinfahren? Nutzen Sie da das Fahrrad? Ist ab und zu ja. Worauf kommt es an? Aufs Wetter zum Beispiel. Also es gibt keine... Sie wollten eine ehrliche Antwort und das ist die Antwort. Okay, Auto ist das größte Schrottmittel, was jemals erfunden wurde. okay. Haben Sie dann ein schlechtes Gewissen, wenn Sie dann mit dem Auto trotzdem noch aus Friedberg Ja, herkommen? ich bin so ein alter Autofahrer. Ich sag mal, ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Ja. Und sind Radfahrer die besseren Menschen? Manchmal gehen sie mir auf die Nerven, die Radfahrer, Warum? weil sie immer denken, sie müssten die Vorfahrt nehmen. Und da muss ich dann immer auch mal ein bisschen sagen, Freunde, aufpassen. Auch wenn sich mein Bild von Radfahrern inzwischen deutlich gebessert hat, Liegeradfahrer bleiben für mich ein rotes Tuch. Als Autofahrer kannst du sie nicht sehen, es sind echte Fahrradnerds für mich. Aber wer weiß, vielleicht blenden mich auch meine eigenen Vorurteile. Ich bin jetzt verabredet mit Klaus Lapp. Hi, Simon Fuchs. Hallo. Liegerad, was soll der Quatsch? Warum ein Liegerad? Was? Wenn du Fernsehen guckst, Ja, dann sitzt du vermutlich auf irgendeinem gemütlichen Sessel. in der Regel. Oder Schön Couch. nach ja. hinten gelehnt. Immer mal Wenn wieder. es richtig top ist, die Füße noch hoch. So, und jetzt stell dir einfach vor, du fährst dabei noch Fahrrad. Dann bist du auf dem Liegerad. Dann Das bin ist ich ganz auch einfach. Ganz Ja. einfach. Kannst du nachvollziehen, dass sich manche vielleicht ein bisschen mehr über die Liegeräder aufregen, beziehungsweise über diejenigen, die sie fahren, als über die normalen Fahrräder? Kann ich nicht verstehen, weil auch Kinder sind nicht kleiner als ich. Wenn man so mal vergleicht mit so einem Ferrari, bin ich größer. Mit dem Fähnchen dran bin ich sogar viel größer. Also Vermutlich, deshalb, das kann ich nicht verstehen. Wenn du so an der Ampel hältst oder so, ist es nicht nervig,
So mit dem ganzen Smog oder irgendwas? Das ist Naja, so viel tiefer bin ich nicht. An der Ampel halten ist immer doof. Ja, also ist klar. Nee, ist so. Ja. Deshalb suchen wir natürlich auch Strecken raus, wo ich sage, Mensch, komm, da mache ich lieber einen kleinen Umweg und dafür weiß ich, da kann ich durchfahren, als wenn ich irgendwie an jeder Ampel dann wieder anhalten muss und losfahren. Weil Liegerad hat auch Nachteile und losfahren ist einer davon. Ja. Okay. Also nicht, dass man da immer sofort umfällt oder so und dass das gefährlich ist oder sonst was, sondern man muss halt wieder in Schwung kommen. Und beim normalen Rad kann man sich ja da mal hinstellen und mal mit seinem ganzen Gewicht. Das geht hier nur ziemlich schwierig. Okay. Ja. Hast du das Gefühl, da lehnen sich Leute ein bisschen was raus, so, die auch immer auf dem Rad unterwegs sind? Ein bisschen mehr als vielleicht andere Verkehrsteilnehmer? Nee, weil also ich hatte schon Fußgänger, die mir einen Stock zwischen die Speichen geknallt haben, weil sie der Meinung waren, ich dürfte da nicht Rad fahren. Okay. Ich hatte Autofahrer und habe das leider nicht nur einmal, die mich fast vom Rad geholt haben, weil sie halt keinen Abstand gehalten haben oder auf einmal rechts einen Parkplatz gesehen haben und dann vergessen haben, dass ich vielleicht noch nebendran fahre. Und zwar völlig egal, ob mit dem Liegerad oder mit dem anderen. Ja. Ich würde ja schon mal interessieren, wie sich so anfühlt. Ich bin tatsächlich auch, ich mag Fahrradfahren, ich mache das sehr, sehr gerne. Aber so ein Liegerad, ich habe da immer tatsächlich ein bisschen meine Augenbraue hochgezogen, wenn ich es könnte. Könnte ich es mal ausprobieren? Also mit den Beinen muss man irgendwie hier vor den Lenker kommen. So, ne? Das kriegen wir schon mal hin. So, genau. So. Jetzt hinsetzen, ich halte es fest. Und jetzt das nächste ist Bremse zumachen. Bremse zumachen, beide. Ja. Das ist, okay. So. Ich werde ja schon merken, welche ist. Und schon geht's los. Das ist ein leichter Gang. Wie soll man denn hier das Gleichgewicht halten? Das geht doch gar nicht. Schon ziemlich gut. Aber du willst mir jetzt sagen, dass wenn ich da irgendwann das Gleichgewicht kriege, dass das dann am Ende tatsächlich Spaß macht und nicht, das macht super Spaß. Nicht einfach nur ein Adrenalinkick ist, weil man Angst hat umzufallen. Gottes Willen, nein, sonst würde ich das nicht machen. Also du kannst ja das Dreirad da hinten einfach mal ausprobieren. Da gibt es noch eine leichte Version davon. Also das ist auf jeden Fall schon eher was für mich. Ich komme dann wieder. Und? Jetzt hast du genau den Eindruck. Das ist auf jeden Fall schon mehr was für mich. Vielen Dank, dass ich diese Liegerad-Experience erleben durfte. Okay, vielleicht muss es nicht unbedingt ein Liegerad sein. Aber wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist in puncto Nachhaltigkeit schon der etwas bessere Mensch. Nur, wie bitte soll das auf dem Land funktionieren? Da sind manche Familien sogar auf das Zweit- oder Drittauto angewiesen. Paul Runkel und seine Familie behaupten, es geht auch weitgehend ohne Auto. Wie soll das denn gehen, bitte? Ich bin mal gespannt. Das sind dann schon die Hauptfortbewegungsmittel jetzt, oder? Genau, richtig. Wir bemühen uns, in unserem Alltag tatsächlich nur mit denen zu fahren und das Auto stehen zu lassen. Und das gelingt uns auch weitgehend. Okay. Und für was benutzt ihr dann das Auto? Tatsächlich nur noch also für Urlaub, wenn wir irgendwie Freunde besuchen, die tatsächlich mal weiter weg wohnen oder Familienmitglieder. Aber ansonsten alles, was wir hier im Alltag machen, der Großeinkauf jede Woche, den Kleinen in den Kindergarten bringen oder auch den Großen zu einem Freund fahren, der jetzt nicht um die Ecke wohnt, da benutzen wir wirklich dann auch die Räder. Seid ihr damit so ein bisschen alleine hier in Alsfeld oder begegnet man sich und grüßt wie quasi die Busfahrer sich auf der Straße mit die anderen Leute, die auch mit Lastenrad unterwegs sind? Oder seid ihr schon eher so die Exoten hier? Also als Privatpersonen sind wir tatsächlich noch die einzigen, die hier in Alsfeld so ein Rad oder solche Räder haben. Der Verkehrsclub Deutschland, der hat hier tatsächlich eins öffentlich zum Ausleihen. Das steht in Alsfeld am Marktplatz. Und das kann man sich eben da auch mal dann borgen. Was so Urlaubsreisen angeht, hast du schon gesagt, okay, da für längere Strecken nehmt ihr das Auto. Und wie sieht es so mit so, keine Ahnung, wenn ihr mal in Urlaub fliegt, passiert das auch? Oder? Nee, das passiert nicht. Okay. Wir fliegen tatsächlich gar nicht und haben das auch nicht vor. Okay. Also der Gedanke, mal mit den Rädern in Urlaub zu fahren, den hatten wir auch schon. Aber im Moment ist es halt eben dann schon noch auch manchmal ein bisschen anstrengend mit Kindern. Und da braucht man auch mal seine Ruhe. Und da sind wir dann eben doch noch mal bequem und nehmen dann auch das Auto. Ach, guck mal, die Nachbarn sind auch drin. Ja, moin. Hi. Hi. Bist du auch Lastenrad-Fan und Fahrrad-Fan? Fahrradfan ja, Lastenrad auch. Paul verleiht das ja auch mal gerne oder wir fahren gemeinsam damit. Das ist natürlich gut, um zu testen und
Allerdings können wir das mit unserer Lebenssituation noch nicht vereinbaren. Wir haben 3 Kinder und man ist immer in dem Konflikt zwischen dem, wie werde ich den Bedürfnissen aller gerecht und schaffe ich das mit dem Fahrrad alles gleichzeitig zu machen. Ich denke aber schon, und damit will ich dir nicht zu nahe treten, dass es ein Stück weit auch immer eine gewisse Bequemlichkeit ist, die man natürlich aufgeben muss. Mhm. Also es ist natürlich bequemer, das Auto zu nehmen für gewisse Strecken und nicht das Rad. Da muss man einfach versuchen, das abzulegen und dann ist vieles möglich, was man vorher gar nicht für möglich hält. Was sagst du? Sind Radfahrer die besseren Menschen oder also, muss man als Autofahrer ein schlechtes Gewissen haben? Wenn man jetzt so einen Paul vorbeifahren sieht mit seinem Lastenrad? Nee, ich glaube nicht. Das muss aber auch für sich jeder persönlich entscheiden. Und ob das in seinen Lebensalltag und sein Konzept hineinpasst, das ist ja immer sehr individuell. Und sicherlich stimme ich dem Paul zu, das ist sicherlich auch ein Stück weit Bequemlichkeit. Und wie gebe ich die auf? Und wenn man erstmal den Schritt getan hat, dann ist es, der Anfang ist ja oft der erste Schritt und dann ergibt sich der Weg ja oft beim Gehen und man macht es dann einfach. Ich würde es am liebsten abschaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben immer noch so diesen Gedanken, ja, was ist, wenn mal irgendwie ein Kind sich ein Bein bricht oder irgendwie blutig verletzt? Wie kommt es dann eben schnell ins Krankenhaus? Das ist noch so der letzte Gedanke, wo man dann ja, irgendwie ans Auto denken muss. Da sind wir noch am Hadern. Aber ich denke, da muss man auch so ein bisschen deutsche Bequemlichkeit ablegen und vielleicht dann auch mit den Nachbarn sprechen und schauen, dass man da eine Lösung findet und sagt, hey, hier, wie sieht es denn aus? Bei euch steht es auch die meiste Zeit rum. Könnte man im Notfall auf euer Auto zurückgreifen, sodass wir unseres abschaffen? Kannst du mir einmal zeigen, wie das da überhaupt, also ich habe es schon mal gesehen von außen tatsächlich und wie die Leute so an mir vorbeifahren, aber wie so ein Lastenrad, also was ist denn das Schöne daran? Die Box hier vorne fast, ich überlegen, 150 Kilo kann ich da reinpacken. Okay. Also ich habe hier schon 5 Zementsäcke drin transportiert oder auch mal 2,40 Meter lange Dachlatten. Okay. Das geht tatsächlich alles. Manchmal ist es auch ein bisschen abenteuerlich. Aber ja. Warum abenteuerlich? Ja gut, ich sag mal, man darf natürlich so gewisse physikalische Kräfte nicht vergessen, wie zum Beispiel eine Hebelwirkung. Ja. Und man kann es auch zum Cabrio umbauen, oder? Man kann das umbauen. Also ich packe jetzt hier einmal das Verdeck runter. Zack, das wird meinem Sohn sowieso gut gefallen, wenn ich ihn gleich wegfahre. Hier steht noch ein zweites. Könnte ich einfach mal mitkommen, wenn du das... Ja, natürlich. Ist es weit? Klar. Nee, es ist nicht weit. Ja? Ich würde jetzt gerade Emil holen und dann können wir einfach... Dann probier doch mal aus, so ein Ding zu fahren. Billig ist der Umstieg aufs Fahrrad nicht unbedingt. Lastenräder bekommt man ab ca. 3.000 € aufwärts. Paul hat für seine Lastenräder jeweils ca. 6.000 € gezahlt. Dafür haben sie ihr Zweitauto verkauft. Gab es da so ein Umdenken bei dir irgendwann? Ja. Oder war das schon immer eigentlich, dass du gesagt hast, ich möchte gern was für die Umwelt tun? Mit dem Auto zur Arbeit fahren, das ist mir schon übel aufgestoßen eine Zeit lang. Und es wurde dann immer größer, als die Kinder da waren. Und dann dachte ich mir, okay, du musst irgendwas tun. Ne? Klimakrise steht ins Haus und es ist überall Thema. Dann musst du auch deinen Teil dazu beitragen, dass wir diesen Planeten halt lebenswert halten. Und ja, das ist halt so der kleine Beitrag, den man leisten kann und der nicht so weh tut. Ne? Dir zumindest nicht. Ja. So? Bei anderen Leuten sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus, aber okay. Dass es bei dir so gut klappt und dass es dann auch so konsequent durchsieht, finde ich super. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es für mich auch könnte. Aber vielleicht kommt es ja noch. Sind Radfahrer die besseren Menschen? Naja, dass sie es nicht sind, haben uns einige Radfahrer ja schon selbst bestätigt. Interessant fand ich auch, dass sie sich zum Teil mehr rausnehmen im Straßenverkehr, weil sie sich anonymer fühlen. Aber man muss schon sagen, sie sind diejenigen, die sich aus ihrer Comfortzone herausbewegen, um was für die Umwelt zu tun. Aber klar kann nicht jeder aufs Auto verzichten. Aber es öfter mal stehen lassen, ist vielleicht am Ende dann doch eine Einstellungssache.